Heute geht es um Drohnentechnik in der Zukunft und wie wir die in der Landwirtschaft einsetzen können. Mein Kollege Sebastian Pagenkemper und unsere Organisation, die mitarbeitet aus Holland, wird uns dabei helfen und unterstützen und das auch gleich nochmal erklären. Wie wir es im letzten Jahr mitbekommen haben, sind die Schäden durch Feldmäuse von so einem enormen Ausmaß, dass die Landwirte nachhaltig damit zu kämpfen haben. Erträge gehen runter, die Flächen sind zerstört und letztendlich stehen hohe Investitionskosten und ein hoher Aufwand bevor, um diese Flächen wieder herzurichten. Und die Beobachtung bzw. das Monitoring von Feldmäusen, gerade wenn es um zusammenhängende Flächen geht, ist deutlich verkompliziert. Und daher haben wir uns die Aufgabe gestellt, Feldmäuse bzw. das Feldmausmonitoring mit Hilfe von Fernerkundungstechniken, also den Drohnen, durchzuführen. Wir wollen ein Feldmaus-Frühwarnsystem entwickeln, das wir den Landwirten kostenlos zur Verfügung stellen können. Also an den Drohnen sind spezielle Kamerasysteme verbaut und mit diesen Kamerasystemen können wir unsichtbare Informationen, die von den Pflanzen, der Pflanzenoberfläche reflektiert werden, sichtbar machen. Diese Indizes und Informationen der einzelnen dargestellten Wellenlängen geben uns sozusagen Informationen über den Gesundheitszustand der Grünlandnarbe, der Grasnarbe, und die versuchen wir über das Monitoring vor Ort in Verbindung mit der Aktivität von Feldmäusen zu bringen. We are using both the multispectral and hyperspectral cameras. Multispectral cameras are normally limited in number of the bands, like red, blue, green bands, and some of them have few extra ones, but we also use hyperspectral bands in this project, which are the 1,000 number of the bands in one camera that we invented in the company. In this case, we use one of the remote sensing techniques, and in remote sensing techniques, actually the reflection from the surface is measured. And what we measure is the reflection of the sunlight from the grass, and grass with different properties, of course, reflect differently. A good example would be like any human has a signature, and you can identify people by different signature. The grasses also have different signature, and when you collect the hyperspectral measurements, you can create those graphs, which are like the signature for each of the grass, and then these signature tell us what is about the grass. And some grasses might have a higher amount of the protein and fiber content or sugar, while the others might not because of the mice effect. And the point is that the multispectral cameras that were in the market, they mostly say about if the grasses are healthy or not. But with looking into the hyperspectral measurements, you have a more detailed information, and you can see if they are not healthy, then where is the problem? Do they have a specific disease, or is the problem the mice infestation? Die Herausforderungen sind ganz klar die für uns neuartige Technik und die neuartig zu erfassenden Daten mit den vom Feld verfügbaren Parameter verschneiden zu können. Das heißt, die klassische Methode ist ja einfach das Löcherzählen und darüber eine Aktivität der Feldmäuse ableiten. Und wir wollen jetzt schauen, wie wir diese herkömmlichen Parameter mit neuartigen Messwerten und Daten verschneiden können, um wirklich eine Validation zu schaffen und später sagen zu können, okay, Achtung, die Feldmäuse werden jetzt aktiver. Well, because we collect the kind of big data during the project, we later need to link the data to what the experts see and measures on the ground. And in between, this relationship actually can be trained by the artificial intelligence models. And these models explain how complication in the grass and also the data can be linked. We think that we have to really simplify this information to the last information layers that the farmers really need and use for their management practices that they have, like when they want to apply the manure or when they want to find the optimal moment for mowing the grass, they can actually use this information layer, which is kind of simplified and extracted knowledge for them. Ich hoffe, ihr hattet ein interessantes kleines Video, damit wir euch mal so ein bisschen die Drohnentechnik vorstellen konnten. Warum machen wir das eigentlich alles? Auch dieses Projekt Nefertiti ist eben ein EU-Projekt und darum geht es im Endeffekt, ganz viele Menschen, ganz viele Landwirte, Experten zu vernetzen und darüber zu diskutieren.
Und ansonsten im Grünlandzentrum natürlich nachhaken, falls es irgendwelche Fragen gibt zu diesem Thema. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und man sieht sich demnächst dann nochmal wieder. Tschüss!